Sie wollen an Ihrem Proaktiv Lift-Aktivstuhl die gesamte Hydraulik-Auslöseeinheit wechseln. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Herzlich willkommen in der Proaktiv Servicewerkstatt. Mein Name ist Jendrik und wir benötigen heute folgendes Werkzeug. Zwei 36 mm Gabelschlüssel, einen 17 mm Gabelschlüssel sowie einen 5 mm und einen 4 mm Innensechskantschlüssel, eine Zange, Seitenschneider zum Abzwicken von Kabelbindern sowie 3 neue Kabelbinder zum Befestigen der Hydraulikleitungen. Dann benötigen wir Schraubensicherung. Ich habe hier die mittlere Sicherung von Loctite. Dann Mehrzweckfett zum Schmieren der Wellen, wenn wir sie wieder einbauen. Und als Montagehilfe ein Rundmaterial, mit dem wir den Rollstuhl sichern können gegen Absacken, ca. 40 bis 50 cm lang. Zur Demontage der Hydraulik-Auslöseeinheit benötigen wir ebenfalls wieder unsere Montagehilfe. Mit dieser sichern wir den Rollstuhl gegen Absacken nach Ausbau der Gasdruckfedern und der Hydraulik-Auslöseeinheit. So. Nun werden ebenfalls wieder die Gasdruckfedern demontiert. Ich mache das jetzt hier schnell im Schnelldurchlauf. Wie es genau funktioniert, sehen Sie in diesem Video. Jetzt sind die Gasdruckfedern ausgebaut und wir beginnen mit der Demontage der Hydraulik-Auslöseeinheit. Dazu müssen wir von vorne an den Rollstuhl an diese untere Kiste kommen und müssen beide Muttern lösen, einmal die innere und die äußere. Hierfür benötigen wir die gezeigten beiden 36er Gabelschlüssel, damit wir die innere Mutter lösen und die äußere Mutter festhalten können. Nun sind beide Muttern an beiden Seiten gelöst und frei beweglich. Als nächstes entfernen wir die Kabelbinder, die zur Sicherung der Hydraulik-Auslöseleitungen am Rollstuhl sind, damit wir nachher die Hydraulikauslösung entsprechend gut entnehmen können. Hierzu mit einem kleinen Seitenschneider die Kabelbinder aufzwicken. Nun muss, um die Leitung komplett entfernen zu können, noch der Kleiderschutz gelöst werden, an dem die Leitung zwischendurch verläuft. Dafür nehmen wir das Rad am besten kurz ab. Dann kommen wir besser ran. Hier sieht man die Stelle, wo die Leitungen noch einmal durchlaufen. Die 3 Imbusschrauben auf der inneren Seite vom Kleiderschutz lösen und dann kann das hier entfernt werden. Die vordere Imbusschraube komplett entnehmen und nicht verlieren, brauchen wir nachher wieder. Nun kann das Kleiderschutzblech zur Seite weggezogen werden und beide Leitungen entnommen werden. Als nächstes lösen wir noch die Hydraulik-Gebereinheit, damit wir nachher die komplette Hydraulikauslösung entnehmen können. Dafür benötigen wir einen 4er Imbusschlüssel und lösen auf der Rückseite die beiden Schrauben.
Die Schrauben ebenfalls nicht verlieren. Und hier können wir parken. So. Nun fädeln wir gleich die Gebereinheit durch den Stuhl, um hier nachher später keinen Knoten in der Leitung zu haben. Und nach unten raus. So. Als nächstes entfernen wir die Kiste. Dazu den Rollstuhl auf der oberen Schwinge sichern mit unserem Rundmaterial, da ansonsten die untere Schwinge gleich lose sein kann und der Rollstuhl absacken würde. Deswegen ändern wir hier die Sicherung. Dafür den Stuhl leicht anheben, die Montagehilfe entnehmen, den Stuhl absenken und ihn durch die obere Schwinge durchfädeln. So. Nun wird der Rollstuhl auf der oberen Schwinge gesichert, ist etwas tiefer und wenn wir gleich die untere Kiste entnehmen, kann man sich nirgends verklemmen. Nun werden die beiden äußeren Schraubachsen entfernt. Diese sind nicht durchgängig, also jede auf ihrer Seite. Und wir nehmen sie gar nicht ganz raus, wir entfernen sie nur zum Teil und können dann die mittlere Kiste entnehmen. Dazu hier leicht spielen und drehen. Man sieht schon, jetzt bewegt sie sich. Nicht weiter rausziehen, als dass sie braucht, um sich hier zu bewegen. Das gleiche auf der anderen Seite. Zack. Und nun ist die Kiste gelöst. Wir achten darauf, dass die Schrauben hier drin bleiben. Wir haben nun die Kiste in der Hand, ebenfalls nach unten entnehmen. Und so haben wir nun die komplette Gebereinheit, die Hydraulikauslösung, entfernt. In der Firma Roaktiv spricht man hier von der Kiste unten sowie der Gebereinheit, was gesamt als Hydraulikauslösung bezeichnet wird. Beim Wiedereinbau der Hydraulikauslöseeinheit muss darauf geachtet werden, dass die Lagerpunkte nie trocken sind. Deshalb besser noch mal etwas Mehrzweckfett verwenden und damit beide Lagerpunkte einfetten. Zum Einsetzen der Hydraulikauslöseeinheit die Lagerdrehpunkte wieder nach hinten schieben, dass diese bündig mit der Schwinge sind. So. Nun die Hydraulikleitungen hinter dem Stuhl durchfädeln und die untere Kiste einsetzen. Schön auch hier darauf achten, dass hier noch genügend Fett in den Gleitlagerbuchsen ist und dann einsetzen. Mit etwas Spiel die linke Schraube-Achse einzusetzen und dann auch die rechte. So. Nun sind hier beide Gewinde sichtbar. Vor dem Sichern mit der Mutter hier etwas Schraubensicherung auftragen. Wir verwenden dazu Loctite. Da die Kiste vielleicht mal wieder ausgebaut werden muss, hier keine zu hochfeste Schraubensicherung verwenden, da ansonsten die Muttern beim nächsten Mal nur sehr schwer wieder lösbar sind. Nun beide Muttern wieder aufs Gewinde aufdrehen und anschließend mit den zwei 36er Gabelschlüsseln festziehen. Nachdem beide Muttern festgezogen wurden, geht es nun wieder an die Verlegung der Hydraulikleitungen und Befestigungen der Gebereinheit. Die Gebereinheit wird nun wieder durch die beiden Schwingen, Unter- und Oberteile, durchgefädelt, durch das Rahmendreieck hier durchgegeben und dann auf der Innenseite von dem Anschweißteil durchgefädelt, um anschließend wieder zwischen
Kleiderschutz und dem Halter verschraubt werden zu können. Darauf achten, dass die beiden Gewinde nach hinten zeigen, wo sie nachher befestigt werden können, dass die Leitungen nicht unnötig oft verdreht und verzwirbelt sind und dann hier wieder einsetzen. Der Stuhl kann zur einfacheren Montage nun auch wieder nach oben bewegt werden. Dazu einfach leicht anheben, die Montagehilfe entnehmen, ganz nach oben fahren und in der unteren Schwinge wieder sichern. So. Nun befestigen wir die Gerbereinheit wieder an der Armstütze mit den beiden M6-Schrauben von hinten. Auch hier ein leichter Tropfen Loctite zur Schraubensicherung, damit diese nicht verloren gehen. Die Gerbereinheit bei der Montage leicht nach oben drücken, damit diese schon leicht vorausgelöst ist. Natürlich nicht so, dass der Stuhl sich schon bewegt. Das kann im Nachgang auch nochmal eingestellt werden müssen. So. Nun darauf achten, dass die Hydraulikleitungen noch am Platz sind, nicht so wie hier. Wieder im dafür vorgesehenen Schlitz einsetzen. So. Und nun den Kleiderschutz zur Befestigung montieren. Alle 3 Schrauben werden wieder angezogen und dann ist die Befestigung der Gerbereinheit abgeschlossen, fehlen nur noch die Kabelbinder zur Sicherung der Leitung. Hierzu verwende ich 3 Kabelbinder, damit die Leitung wieder an ihrem vorgesehenen Platz befestigt werden kann. Die überstehenden Kabelbinderschwänze einfach abzwinken. Als nächstes werden die Gasdruckfedern wieder eingebaut. Wie das im Detail funktioniert, sehen Sie ebenfalls im Video zu den Gasdruckfedern. Und anschließend ist die Montage der Lüftaktiv-Hydraulik-Auslöseeinheit fertig. So, der Austausch der Hydraulik-Auslöseeinheit ist nun abgeschlossen. Beide Gasdruckfedern sind wieder montiert. Wir entfernen nun noch die Montagehilfe, die wir zur Sicherung des Chassis hatten, und montieren das zweite Rad wieder, und somit ist der Rollstuhl wieder voll funktionsfähig. Falls Ihnen unsere Service-Tipps gefallen haben, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben da lassen. Und um keine weiteren Service-Tipps zu verpassen, jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Servicewerkstatt.